2 Jungs, eine Freundschaft und ein neues Urlaubsziel. Portugal. Ein Land ganz im Südwesten von Europa gelegen. Dort wollten wir zum einen die Hauptstadt Lissabon erkunden, als auch die spektakuläre Küstenlandschaft der Algarve. Es ist Spätsommer 2023 und vom Frankfurter Flughafen aus hob unser Flieger ab in Richtung Lissabon. Nach unkomplizierter Einreise am Flughafen und der Übernahme unseres Mietwagens ging es für uns direkt in Richtung unserer ersten Unterkunft in der Hauptstadt. Ein Apartment in der Alex Factory. Das Apartment glich einer schicken Ferienwohnung. So hatten wir neben einem Bad und 3 Schlafzimmern auch eine voll ausgestattete Küche. Wir befinden uns in der Alex Factory. Dies ist ein alter Industriekomplex nahe des Stadtzentrums von Lissabon, welches heutzutage als Kulturquartier dient. In den zahlreichen historischen Gebäuden finden sich Kunst- und Designgeschäfte wieder, sowie etliche stilvolle Restaurants und Bars. Neben Touristen dient die Alex Factory hauptsächlich als Anlaufpunkt für Einheimische und ist gerade am Wochenenden gut und von etlichen jungen Leuten besucht. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, dass das da einfach unser Hotel ist. Am Nachmittag ging es für uns zur Erkundung in die Innenstadt. Unser erstes Ziel war dabei der Fahrstuhl Elevador de Santa Justa, welcher bereits im Jahre 1902 eröffnet wurde und bis heute in Betrieb ist. Die Stadt ist geprägt von kleinen Gassen und Straßenzügen, welche an die unterschiedlichen Höhenlagen der Stadt angepasst sind. Kunst- und Kulturverbundenheit sind hier überall spürbar und Straßenmusiker, welche ihr Können unter Beweis stellen, gibt es in nahezu jeder Ecke. Wir tauchten ein in das rege Treiben und besuchten viele Sehenswürdigkeiten. Ein absolutes Highlight ist hierbei die bekannte und historische Straßenbahn von Lissabon. Sie schlängelt sich langsam durch die Straßen und ist gerade bei Touristen unheimlich beliebt. In Alfama, dem ältesten Stadtteil, hatten wir einen schönen Blick über die Stadt und den Fluss Tajo, welcher Lissabon mit dem Atlantik verbindet.
Das Viertel bildet das Herz der Stadt. Der Charakter vergangener Tage ist bis heute vorhanden. Hier zeigt sich Portugal und seine Bevölkerung von einer ganz besonderen Seite. Kulinarisch wurde es anschließend für uns in einem kleinen, traditionellen Restaurant mit portugiesischer Küche. Nach der Stärkung ging es hinunter an den Tajo. Die Abenddämmerung brach herein und wir verbrachten ein paar Stunden an den Promenaden am Wasser. Letztes Ziel eines spektakulären ersten Tags war der Time Out Market, eine große Markthalle mit Speisen und Getränken für wirklich jeden Geschmack. Auf dem Food Court holten wir uns noch eine Spezialität der Stadt, Pastel de Nata, ein leckeres mit Creme gefülltes Blätterteiggebäck. Der nächste Tag brach an und wir fuhren entlang des Tajo Richtung Belém, einem ruhigen Ortsteil direkt am Fluss. Vorbei an kleinen Häfen führte unser Weg zum Denkmal der Entdeckung. Mit seiner Lage direkt am Wasser, der Höhe von 56 Metern und den steinernen Figuren gibt es ein beeindruckendes Gesamtbild ab. Nur wenige Meter weiter befindet sich der Torre de Belém, ein Wahrzeichen von Lissabon. 1521 wurde der Turm errichtet, um ankommende Schiffe in der Stadt zu begrüßen. Er ist ein Symbol für Reichtum und Macht. Heute kann man den Turm besichtigen und er gilt als Weltkulturerbe. An einer alten Klosteranlage standen die Leute hunderte Meter Schlange, um sie besuchen zu können. Uns jedoch genügte der Blick von außen und wir setzten unseren Weg fort. Hier beim großen Sportevent in Portugal, in Lissabon, sehen Sie jetzt Bastian, wie er sagenhafte 30 Sekunden hier seinen Körper hochstemmt. Ja, meine Arme sind dafür nicht gemacht. Im Anschluss an unsere Tour steuerten wir per Auto für den Abend noch ein weiteres Ziel an. In Estoril, ca. 20 Kilometer westlich der Hauptstadt, lockte ein Fußballspiel der ersten portugiesischen Liga.
Der Boa Vista FC aus Porto war zu Gast bei Estoril im Estadio Antonio Coimbra da Motta. Am Ende von 90 ausgeglichenen und spannenden Minuten konnten die Gäste mit 2-1 als Sieger vom Platz gehen. Sie verließen das Stadion als Tabellenführer und wir haben nun auch die sportlichen Eindrücke Portugals mitgenommen. Die späten Abendstunden verbrachten wir dann im Regentreiben und den Bars der Alex Factory. Schmeckt einfach, als wäre da ganz normaler Teig drin. Ich schmeckt den Oreo gar nicht so krass. Ja. Man schmeckt halt Nutella oben drauf noch. Man schmeckt Nutella und gebackenen Teig. Ja. Oreo-Keks nicht wirklich, aber man sieht ihn. Tag 3 in Lissabon. Für uns ging es diesmal auf die andere Seite des Taios, in den Ort Almada. Am dortigen, knallroten Leuchtturm starteten wir in den Tag. Das Wetter zeigte sich von sehr wechselhafter Seite. Wind, Regen und Sonne wechselten nahezu minütlich. Wir ließen uns jedoch nicht abhalten und spätestens beim Anblick der vielen Schiffe vor der traumhaften Kulisse der gegenüberliegenden Stadt waren die äußeren Bedingungen längst vergessen. Entlang des Ufers führte ein Weg vorbei an alten, zerfallenen Gebäuden, welche von Street-Art-Künstlern bunt bemalt wurden und somit für einen absoluten Hingucker sorgten. Wir erreichten das Restaurant Ponto Final. Eine hervorragende Küche, vor allem grandiose Fischgerichte, das gemütliche Ambiente und die tolle Lage am Fluss wussten hier definitiv zu überzeugen. Die weiteren, vom Ufer aus höher gelegenen Ortsteile erreichten wir über einen gläsernen Fahrstuhl. Zu Fuß setzten wir unseren Weg fort, mit dem Ziel Cristo-Rei-Statue.
Die Christusstatue Cristo Rei von Lissabon. 113 Meter über dem Fluss wacht sie mit ihren ausgebreiteten Armen über die Stadt, den Tajo und die vor ihr liegende Brücke des 25. April. Vom Plateau vor der Statue hat man einen tollen Ausblick und den wahrscheinlich besten Platz für spektakuläre Fotos der gigantischen Brücke. Die Zeit in Portugals Hauptstadt ging vorbei. Der Abschlussabend stand an. Grund genug für uns, ein letztes Highlight in der Stadt mitzunehmen. Und somit ging es für uns mit dem Boot aufs Wasser. An Bord gab es neben einer Bar auch Live-Musik eines DJs, welcher die Leute in der Dunkelheit gut einheizte. Fuck that shit, listen, ayy, look, cash flowing, pockets growing, wake up, bless every morning, just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Cash flowing, pockets growing, wake up, bless every morning, just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Twice. That means I'm in love, got me one hell of a night, doing you right. I'm showing you love, doing whatever you like. But I don't fuck with bitches, I like independent women. I'ma help you do the dishes, cause that pussy so delicious. I got baddies, baddies, baddies with big fatties. I fucked up on your bitch in the caddy in Cincinnati. I was hitting it like, shawty started calling me daddy. From Baltimore to Miami, got bitches at every Eddie. I got God on my side, so I can do anything. Married to the money, I just went and bought a wedding ring. Down payments on everything, I mean everything. Fuck is you saying I couldn't make it, bitch, I made a name. Now I'm everything that you wanna be. I've seen things and knowing whatever wanna see. I'm the rookie in the vet, catching checks on the jet. With a type of bitch you ain't never gonna meet. Ay, look, cash flowing, pockets growing, wake up, bless every morning, just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Cash flowing, pockets growing, wake up, bless every morning, just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Oh, ich bin fast gestürzt. Also, Ein toller Abschluss des Aufenthalts in Lissabon. Die letzten Stunden verbrachten wir mit den anderen Bootsgästen in der nächtlichen Innenstadt. Neuer Tag, neues Ziel. Die Stadt Lagos an der Algarve. Über die Autobahn fuhren wir in den Süden in Richtung Meer. Nach knapp 2 Stunden Fahrzeit erreichten wir Sines, unseren Mittagsstopp. In einem kleinen und sehr urigen Restaurant ließen wir uns nieder. Touristen, Fehlanzeige. Hier war man mitten zwischen Einheimischen. Die Kommunikation funktionierte dank Händen und Füßen auch und schlussendlich wurden wir bestens verköstigt. In Erinnerung bleiben wird der Hausherr, welcher trotz seines hohen Alters persönlich am Feuer stand und die Fleischspieße zubereitete. Eine tolle Sache. Weiter ging die Fahrt und kurze Zeit später erreichten wir die Atlantikküste.
Unser Blick schweifte aus dem Auto hinaus auf die Weiten des Ozeans und wir beschlossen, an einem sehenswerten Fotopunkt anzuhalten und das Panorama für einen Moment zu genießen. Ich komme mir eher vor wie beim Rallye-Fahren als wie beim... Das Meer hat uns erfasst, die Landschaft schon jetzt begeistert. Angetrieben von der Motivation beschlossen wir noch einen Strand anzusteuern und uns endlich selbst in die Wellen zu stürzen. Die letzte Etappe des Reisetages führt uns durch das Hinterland der Algarve zum Ziel, unserem Hotel in Lagos, direkt am Meer. Unser Hotel Villa Galé liegt direkt am Strand nahe dem Küstenort Lagos. Saubere Zimmer, freundliches Personal, gutes Essen und viele Möglichkeiten für Aktivitäten standen uns zur Verfügung. Die tolle Anlage besticht mit mehreren Restaurants und Bars, gepflegten Grünflächen und vor allem einer großen Poollandschaft sowie dem kurzen Weg zum Strand. Urlaubsfeeling ist hier garantiert. Der erste Tag an der Algarve war gekommen. Am Strand entlang liefen wir in Richtung des Zentrums von Lagos.
Der Hafen mit seinen unzähligen Schiffen empfing uns. Möwen kreisten über unseren Köpfen und Palmen säumten die Wege. Wir besuchten die örtliche Markthalle. Hier gab es natürlich den frisch gefangenen Fisch der örtlichen Fischer zu kaufen. Auch Obst und Gemüse, Gewürze und viele weitere Lebensmittel oder Souvenirs waren erhältlich. Frische und Regionalität ist hier selbstverständlich. Lagos ist eine übersichtliche, hübsche Stadt. Die Häuser sind mit Keramikfliesen verkleidet und erstrahlen ganz in Weiß. In den Straßen geht es gemütlich zu und unzählige Händler betreiben ihre kleinen Geschäfte. Die historische Altstadt wird umgeben von der über 1000 Jahre alten Stadtmauer, ein Wahrzeichen der Stadt. Wir liefen weiter durch die Gassen und kamen zur ebenso sehenswerten Kapelle Santo Antonio, sowie einer kleinen Festungsanlage an der Hafeneinfahrt, welche früher zur Verteidigung des Hafens diente. Zum Abschluss unserer Stadterkundung ließen wir uns in ein Beach-Restaurant nieder. Den Abend verbrachten wir auf dem Hotelgelände. Badespaß im großen Pool war angesagt. Und da Schwimmen bekanntlich hungrig macht, kam das Buffet zum Abendessen genau richtig. Hungrig blieb hier keiner mehr, für jeden war was dabei. Selbst Muscheln wurden von uns probiert. Also, ich sag mal so, ein sehr wildes Erlebnis ist das jetzt nicht. Schmeckt ein bisschen irgendwie wie Pilz. Ich mag keinen Pilz. Weiß ich nicht. Also, es geht, aber Cola schmeckt besser.
Ein letztes Getränk am Strand später riefen dann auch für uns die Betten. Am nächsten Tag ging es für uns zum landschaftlichen Highlight von Lagos. Die Ponta da Piedade befindet sich vor den Toren der Stadt. Sie gilt als eine der spektakulärsten Felsformationen Portugals, direkt an der Küste gelegen. Mit einem kleinen Boot übers Wasser und später zu Fuß von der Landseite ließen wir uns in den Bann dieser einzigartigen Küstenlandschaft ziehen. Absolut beeindruckende Bilder inklusive. Hohe Felsen, Bögen aus Stein und abgelegene Grotten mit türkisblauem Wasser. Wir kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Manche Formationen hatten die Gestalt von Tieren, andere erstrahlten in sattem Goldton. Mit dem kleinen Boot fuhren wir durch die verschlungenen Wege, durch die kleinen Höhlen und vorbei an hohen Steilwänden. Die Kraft des Wassers prägt unsere Welt und erschafft zauberhafte Landschaften. Dieser Ort ist ein perfektes Beispiel dafür und zeigt, was über Jahrtausende entstehen kann. Der Blick vom Meer begeistert. Die Aussicht von Land steht dem Ganzen jedoch in nichts nach. Und beim Beobachten der Felsformation sowie der unzähligen Boote vergeht die Zeit wie im Flug.
Wir machten uns wieder auf den Weg. Ziel war das Ende Europas. Zunächst aber galt es erneut, den Blick vom sanften Hinterland auf die Steilküsten zu werfen. Kurz danach haben wir ihn erreicht, den südwestlichsten Punkt Europas, das Kap São Vicente. Ein Leuchtturm, welcher auf einem Felsvorsprung errichtet wurde, kennzeichnet hier das Ende unseres Kontinents. Wäre dieser einzigartige Punkt nicht schon besonders genug, wartete dort noch ein ganz besonderes Highlight. Der vielleicht bekannteste deutsche Bratwurststand der Welt. Die letzte Bratwurst vor Amerika. Hi, hallo. Ich hätte gerne einen Thüringer und einen Eistee dazu. Wie lange macht ihr das hier schon? Das ist jetzt die Thüringer. Okay, Ui. danke. Das ist natürlich auch ordentlich. Hast du Trinken für dich? Nee, danke. 4 Euro bitte. Ich kann mal die Story erzählen. Der ist hierher gekommen, um Urlaub zu machen, mochte aber keinen Fisch. Und ein Jahr drauf ist er dann hierher gekommen mit sehr viel Wurst in der Tasche. Aber alle auf dem Campingplatz wollten seine Wurst. Okay. Und das dritte Jahr, was er dann hier in Urlaub verbracht hat, hat er überlegt, ich verkaufe die. Ja. Und so ist das dann angefangen und hat das mit dem auf dem Bild Bis man dann hat sich davon leben können, oder? das Boot gebaut lassen und dann Wurst verkauft. Und dann haben sich Medien dafür interessiert. Und heute explodiert das durch die sozialen Medien. Als Thüringer muss man auch Thüringer Bratwurst essen. Der Geschmack einer Thüringer Bratwurst, tausende Kilometer von der Heimat entfernt, inmitten einer wunderbaren Natur. Eine kleine Mahlzeit zwischendurch, jedoch ein unvergessliches Erlebnis fürs Leben. Verdammt gut und verdammt lecker. Wir verließen das Kap und fuhren noch einmal zu einem nahegelegenen Strand. Sport und Spaß sollte schließlich nicht zu kurz kommen und in den Genuss eines flotten Jetskis kommt man ja auch nicht alle Tage. Der letzte Tag unseres Urlaubs war da.
Und mit der Benaguil-Höhle stand eine der schönsten Sehenswürdigkeiten im Süden Portugals auf unserem Programm. Die von der Natur geformte Höhle ist ausschließlich vom Wasser aus zu erreichen. Nach oben besitzt sie ein großes Loch. Wir entschlossen uns, den Weg in die Höhle vom Strand entlang der Felsen zu schwimmen bzw. mit einem Stand-Up-Paddle zurückzulegen. So kamen wir in den vollen Genuss der Höhle. Absolut überwältigend. Und das letzte Stück hat es in sich. Wäre nichts für dich gewesen. Nee. Neben der Möglichkeit, in die Höhle zu schwimmen, kann man auch verschiedene Bootstouren vom nahegelegenen Strand starten. Oder man genießt ganz einfach den Blick von oben, durch das Loch hinab in die Grotte. Verschiedene Wege führen zu den besten Aussichtspunkten rund um Benaguil. Die letzten Stunden, ein letztes Mal am Strand von Lagos und ein traumhaft schöner Sonnenuntergang. Was will man mehr für einen Abschlussabend?
8 Tage Portugal, 8 Tage zwischen lebhafter Stadt und spektakulären Küsten und vor allem 8 unvergessliche Tage unter Freunden. Spannende Eindrücke, tolle Bilder und positive Erinnerungen an die gemeinsame Zeit waren im Gepäck zurück nach Deutschland. Danke Portugal für diesen Urlaub.